Guten Morgen. Ich habe mich nicht getraut alleine. Ich dachte, du machst alleine, dann traut sie sich nicht. Guten Morgen. Liebe Freunde des Pro vs. Con-Formats hier auf Ich bin taub, danke. .com. Ja, ihr wisst, der Producer, das bin ich, und Consumer, das ist Dana Rolle. Ja, yeah, wieder einmal Spezialgast. Ich möchte auch niemand anderen mehr fast einladen, außer zu den Nicht-K-Pop-Videos gibt es einen Spezialgast, den ich doch sehr gerne dann mal hier habe, und zwar Aria. Das Aria Nejati. Ich. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Wir haben da 2 Videos gemacht. Aria ist, wer es nicht weiß, Chefredakteur von hiphop.de und hat auch schon für die GQ geschrieben, für die Zeit und so weiter. Also wirklich ein super, super Typ. Und eine klassische Musikausbildung. 10 Jahre Geige gespielt. Unfassbar. Da haben wir 2 Videos gemacht. 2, ne? Haben wir gemacht. Ja. Vielleicht kommt er dann demnächst auch nochmal. Ich wollte ihm eigentlich auch gerne mal K-Pop zeigen. Wir hatten an dem Abend nicht so viel Zeit, aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Das habe ich auch schon ihm gesagt, dass wir da mal sowas in die Richtung machen müssen. Das könnte sehr, sehr lustig werden. Da mal Vorschläge für Rahim und Aria. Aria als Hip-Hop-Redakteur und mit 10 Jahre klassischer Musikausbildung. Was sollen die beiden zusammen für ein K-Pop-Video angucken und analysieren und vor allen Dingen, er hat halt Hip-Hop-Know-how ohne Ende, also nicht nur die deutschen Sachen, sondern auch die Ami-Sachen. Er ist aber gerade in den deutschen Sachen sehr stark drin. Und da mal so K-Pop oder vielleicht sogar K-Hip-Hop, ja, also ihr könnt speziell K-Hip-Hop-Sachen da... Dean oder so, Zico, was wir hatten. Zico, ja, Dean war ja mehr so ein Gesangsding, aber Zico vielleicht... Ja, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, und das nächste Mal, wenn Aria dann da ist, dann gehen wir zusammen da irgendwas Schönes durch. Heute gibt es aber auf jeden Fall EXO wieder einmal und endlich wieder einmal, muss ich sagen, auch wenn das letzte Mal meine Beisitzerin ein bisschen ausgedunstet hat, auf einmal hier vor lauter Aufgegeiltheit der Jungs. Das war aber das Video davor noch. Ach so. Das war Love Shot. Oh ja. Wo ich so dahin geschmolzen bin. Ja, letztes Mal war Coco. Du bist auf einmal kondensiert hier. So heiß wurde das. Ach so, stimmt. Das nächste Mal gucken. Das war auch nicht schlecht. Das war cool. Deswegen jetzt nächster Vorschlag von euch. Call Me Baby. Ja, und das EXO Amazing Vocals Video, wozu wir eine Reaction gemacht hatten, Dana und ich, das hat heute die 100.000 Views geknackt. Das ist wirklich unglaublich, was da teilweise die Videos performen, und freut uns extrem, dass ihr uns da so stark unterstützt, und auch diesen Monat bei dem 50k Abo-Knacken-Aktion seid ihr ja auch ganz stark dabei. Wir sind echt kurz davor, es fehlen echt nicht mehr viele. Schon mal dahin vielen, vielen Dank, und nicht vergessen, den Abo-Button nochmal zu aktivieren, falls ihr es nicht gemacht habt, und Glöckchen an, und wir hören rein. Schon gehört? Nö. War das ein Lambo? Ja. Cool, ich hab's erkannt. Ja. Level. Placement? Das sind die eigenen Kopfhörer? Nein. Witzig. Weißt du, weil er hat auf seinen Kopfhörern quasi Play gedrückt und dann ging der Song los. Ich dachte, was meinst du jetzt? Das ist ja so unspektakulär. Das ist da... Das war eine Stimme. Das war eine Stimme. War das als Riser? Als Übergang? Ja, eben das. Das war eine Stimme, das habe ich erkannt. Das Besondere hier war aber, dass es nicht nur eine waren, sondern 2 oder 3 sogar. 너를 마주하는 순간 oh my 편하게 여기 앉아 이제 내 얘기를 들어봐 I don't care 멀리 돌아간대도 이렇게 너의 곁에 단 한 남자가 돼줄 테니 내 말은 내 입술에 넣어 스며들어와 나를 깨워 Time's wasting girl So don't wait too long 빛나는 것들을 만나 그 안에 진짜를 봐봐
Wow, das ist so richtig poppig irgendwie. Ja, nicht nur irgendwie, sondern sehr, sehr poppig sogar. Voll poppig und so richtige Claps drin, so richtiges Klatschen, oder? Und am Anfang, sorry, ich muss gerade alles loswerden, was ich in meinem Kopf gesammelt habe. Am Anfang war noch wie so eine Akustikgitarre dabei, oder? Habe ich mir die eingebildet. Nee, also, ja. Das ist die Sache, wenn man jetzt auf jeden Fall Kopfhörer aufziehen, sonst könnt ihr es definitiv nicht hören. Es müssen nicht diese sein, die sind unverlinkt. Was ist ein Video von Raheem ohne Kopfhörerwerbung? Die sind aber gut. Die sind wirklich gut. Und es ist auch Referral verlinkt, also das heißt, wenn ihr da was dann einkauft oder überhaupt irgendwie auf Amazon, wenn ihr über meinen Link da gegangen seid, dann bekomme ich da tatsächlich auch was von mit. Den einen oder anderen Cent. Cent, ja, und weil die ganzen Reaction-Videos sind größtenteils gar nicht monetarisiert. Das lassen die Urheberrechtler nämlich nicht zu. Also wer denkt, dass es hier Fettkohle gibt. Das Studio habe ich mir definitiv nicht von diesen Videos geleistet, falls das irgendjemand denkt, das ist nicht der Fall. Also, das ist eine E-Gitarre, die läuft. Die ist aber so eine muted, also man spielt die Saiten, während man irgendwie die Hand drauf hat. Oder etwas anderes, dass die halt gedämpft sind. Und die spielt permanent durch. Ist aber auf dem rechten Ohr, vor allen Dingen hört man das. Ab. Ja. Die spielt sowas wie sowas spielt die und das ist wirklich fast permanent durch. Es kann sein, dass zwischendrin eine Pause war, aber selbst in der Hook habe ich sie noch gehört. Nur, dass sie im Mix dann so weit nach hinten geht, weil alles andere sehr weit nach vorne geschoben ist. Ja, sehr poppig, sehr viel los, geht sehr schnell vor allen Dingen los. Das, was meintest du? Claps oder was hast du? Ja, das sind Claps. Ja, dazwischen waren zwischengespielt. Das waren schon eher so richtige Claps. Das meinte ich. Das, was man da auf der Snare, das ist schon eher eine Snare, die hat vielleicht so ein bisschen so einen leichten Clap-Charakter, aber ja, achso, wenn du die dazwischen meintest. Ja, ich meinte wirklich die dazwischen. Die machen die. Nee, nicht. Ja, keine Ahnung. Das ist auch immer dieses dun, 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 dun. Das ist halt das, was immer so sehr kräftig und stark da irgendwie so dazu... Ja, aber das, finde ich, macht auch diesen stark poppigen Charakter aus. Ja, voll. Aber er hat eigentlich mehr so einen 2000er-Charakter. Ja, genau. Es hat mich an irgendwas aus den 2000ern erinnert. Ich weiß nicht, ob irgendwie Britney Spears irgendwas oder so. Ja, irgendwie sowas. Backstreet Boys, ja. Aber cool. Cool, auf jeden Fall. Und ist schon 4 Jahre alt, ne? Habe ich vergessen. Der ist schon 4 Jahre alt. Okay. Waren wir hier schon? Warte mal. Nein. Doch. Oh. Schöne Stimme. Wow. Geil. Ja, ist halt richtig Pop auch, weil die zwischendrin auch dann immer diese Brass-Hits haben, die Vollaussetzer, weil ich die Schuhe gerade gesehen habe und dann die Schuhe erwähnen wollte. Auch typisch Michael Jackson-Ding hier eigentlich ist. Ja, also es ist eine Brass-Section, also wirklich Bläser-Sektion, die wirklich dann hier die einzelnen vollen Schläge betont. Ich glaube aber dazu irgendwie noch ein Becken oder irgendwas, aber dann die ganzen Vocals, also alles schiebt dann, hat diese Betonung dann auf die vollen in der Zählzeit. Das sind halt, ja, das ist irgendwie so zwar vorgelegt, aber so ist es für den Zuhörer dann irgendwie auch besser, sich da dran zu hängen. C-Part? Ja.
Ne, sehr harmonisch. Was die auch in der Hook übrigens hatten, dass sie die haben, ich glaube, also auf jeden Fall haben sie ihre Stimme benutzt, um da die Akkorde zu singen. Also die haben die Akkorde, die Stimme benutzt als Instrument, um die Akkorde zu singen. Also das harmonische Instrument waren die Stimmen in einer Stelle der Hook. Das habe ich schon beim ersten Mal gehört. Sehr, sehr interessant. Deswegen auch die Vocal Kings, ne? Wir müssen noch mal so eine Vocal King Reaction machen zu EXO. Die werden mir immer wieder zu... Ja. Definitiv, sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Es macht absolut Sinn. Und genau hier in dem C-Part machen sie das nämlich auch. Da ist gerade, meine ich... Da ist schon noch irgendein anderes harmonisches Instrument drunter, aber nicht so stark, dass man das, da sind vor allen Dingen die Vocals sind da zu hören, die wirklich hier die Akkorde setzen. Also singt jeder dann irgendwie einen Ton und zusammen ergibt das dann im Akkord sogar eben noch größerer Variation als nur 3 in einem Dreiklang, sondern wahrscheinlich vielleicht sogar 4 oder 5. Also sehr, sehr krass. Immer dieses sowieso die Choreo, muss man sagen, das ganze Video, also aber auch heftig, die Choreo jedes Mal sehr heftig. So die haben das halt alles so in diesem One-Taker-Charakter gemacht. Das sind keine echten One-Taker-Shots. Das merkt man einfach, weil die Szenerien sehr stark wechseln und die Klamotten natürlich auch. Aber trotzdem haben die diesen Effekt eben reingebracht. Das ist sehr, sehr cool. Und hier die Harmonie, die hier als Adlib hier reinkommt, sehr interessant. Warte hier. Ne? Da. Das ist so eine tiefe Stimme. Kriegt so. Setzt so richtig dazwischen. Ja, dadurch kriegt so was Balladiges, Klassisches. Eher was. Ich möchte jetzt nicht Oper sagen, aber weißt du, was ich meine? Ja, es bekommt so einen Kirchencharakter. Ja, nicht Choral. Sakral. Genau, sakral. Es bekommt einen sakralen Charakter, weil dieser wirklich genau der eine, der dazwischen setzt und dann klingt es auf einmal wie so eine, weil es so eine Harmonie ist. Das war mein Schuh am Stuhl. Das ist auch vom Mixing her super geil angelegt, weil eigentlich sind vorher schon sehr viele Stimmen. Also erstmal ist hier schon sehr viele Stimmen, dann kommt das nochmal einige dazu, dass es harmonisch nochmal woanders ist. Und dann sehr laut nur dieser eine Sänger. Ich kann das jetzt natürlich nicht bestimmen, welcher das ist von denen, aber der setzt dann genau dass das so sakral klingt. Michael. Oh. Wow. Wahnsinniger Abschluss, also hier das Ende nochmal sehr, sehr viel rausgeholt, unglaublich, also das mit dem Wechsel hier, ab hier war es, ne? Das ist auch Michael so typisch und dann aber macht das dieses Schwenk in den 2000er Boygroup. Und das haben die dann verlängert, eigentlich hätte es hier schon fertig sein können. Danach machen sie es nochmal. Und das klang original wie NSYNC Dirty Pop. Ja.
Oder irgendwie sowas von den Songs. Aber auch sehr, auch immer dies Dun, 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 dun. Da gab es auch irgendeinen Song, der genau das auch, nicht genau die gleichen Akkorde, aber so in dem Stil auch hatte. Also sehr, sehr cooler Mashup hier irgendwie dann am Ende geworden. Auch super kurz hin. Schöne Adlib. Schön. Auch mit dem Michael Schritt-Griff hier. Haben die sehr, sehr viel, ne? In ihren Choreos, in den Musikvideos ist eigentlich fast immer, glaube ich, bisher dieser Schrittgriff gewesen. Ja. Das ist halt Michael, aber die sind so, glaube ich, sehr Michael inspiriert. Das hört man auch in der Musik, was ich persönlich natürlich super geil finde, weil das einfach für mich die absolute Pop-Ikone ist, aber das auch für viele andere große internationale Musiker, muss man einfach sagen. Also, schöne Nummer. Auch mit den Streichern dann. Die setzen hier dann immer noch so Akzente, so mit Toll. Geil. Wahnsinn-Song. Vielen Dank für den Vorschlag an die Community nochmal da draußen. Wir sollten, glaube ich, definitiv nochmal zu EXO irgend so ein Spezialvideo machen, so in Form von nochmal Amazing Vocals oder vielleicht auch, wie die lustig unterwegs sind oder irgendeinen Quatsch machen, so wie bei BTS. Die sind ja bestimmt auch so geil am Start. Vielen Dank. Wenn ihr was gelernt habt, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Vielen Dank dafür. Und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann und aber auch bei der Ehrenfrau vorbeischauen. Das war nicht beabsichtigt. Die ist unten alles verlinkt, Instagram, YouTube und so weiter. Ihr wisst Bescheid und ich würde sagen, vielen Dank. Diesen Monat 50.000 K bekommen wir hin. Ich weiß es. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.